Diese Sammlung, die von August II., dem Starken, und seinem Sohn August III. Zusammengetragen wurde, war schon zu seiner Zeit weltberühmt, und so große Dichter wie Goethe haben darüber geschrieben, aber auch Winckelmann, der weltberühmte Archäologe und Kunsthistoriker, hat von dieser beeindruckenden Galerie berichtet. Wir befinden uns hier im sogenannten Gelben Salon, jenem Raum, der einst die Galerie des Winterpalais beherbergt hat. Hier befanden sich zu Prinz Eugens Zeiten 21 Gemälde, darunter Meisterwerke von Rembrandt, Guido Reni, Poussin und dergleichen. Zum ersten Mal nun seit dem Tod des Prinzen Eugen sind Werke eben dieser Künstler, die auch damals schon hier durch Gemälde präsent waren, wieder in dieser Ausstellung zu sehen. Ein sehr wichtiges Kapitel innerhalb der Ausstellung ist die Landschaftsmalerei. Dabei muss man sagen, dass es aus Sicht der Sammler sich nicht um historische Beispiele handelt, sondern größtenteils, grosso modo, um zeitgenössische Kunst. Hier ist etwa zu verweisen auf zwei Ansichten aus Venedig von Antonio Canal, genannt Canaletto. Wenn wir zu diesem Bild weitersehen, von Johann Alexander Thiele, da merkt man hier sehr deutlich bei dieser Ansicht von Dresden, dass er sich an den Beispielen von Canaletto orientiert hat und dies mehr oder minder auf Dresden übertragen und fortgeführt hat. Dieser eigentlich kleinste Raum der Ausstellung birgt auch besondere Schätze, nämlich zur Porträtmalerei des 16. bis 18. Jahrhunderts. Im Titel der Ausstellung ist natürlich auch Tizian vertreten. Es ist hier zu sehen die Dame in Weiß, eine der, muss man sagen, Ikonen der Dresdner Gemäldegalerie. Pietro Antonio Rotari hat sich dann im 18. Jahrhundert sehr gezielt mit den Charakterstudien befasst. Hier ist zu sehen der büßende heilige Hieronymus, ein sehr frühes Werk des damals etwa 20-jährigen Antonis van Dyck, das sich einst wohl im Besitz von Peter Paul Rubens befunden hat. Hier in diesen Räumen des Palais haben wir ein dekoratives Hängeprinzip verfolgt. Nämlich, so war es im 18. Jahrhundert, da hing man so, man hing die Werke dicht an dicht, zum Teil übereinander. Ja, und so wurden die Werke damals wahrgenommen. Wenn Sie in die Ausstellung kommen, können Sie das eben auch so tun. Das ist eine Reise ins 18. Jahrhundert und ja, Sie sind herzlich eingeladen, bis zum 8. November sich die Ausstellung hier anzuschauen. Danach reisen die Werke zurück zu uns nach Dresden und werden auch dort wieder zu sehen sein.